Was man mit Rhabarber und Erdbeerchen alles so Schönes anstellen kann, Leute, ich kann euch sagen. Ne? Und dann in Verbindung mit so einem leckeren Käsekuchen, das ist der Knüller. No. Weil als ich den das erste Mal gemacht habe, sind meine alle wieder total ausgeflippt. Das kennen wir ja schon, darum muss ich euch den unbedingt zeigen. Mein Rhabarber habe ich jetzt hier schon gewaschen, den tue ich mir jetzt noch ein bisschen schälen und dann in Scheibchen schneiden. Erdbeerchen habe ich natürlich auch schon schön gewaschen. Ne? Da tun wir jetzt das Grüne abschneiden und tun sie halbieren. Zutatenmengen und das Rezept zum Lesen findet ihr ja mal auf dem Blog, verlinke ich euch ja immer. Ach Mensch, und die Erdbeerchen duften schon so herrlich, weil natürlich jetzt im Mai ist, glaube ich, Erdbeerzeit und dann schmecken die auch ganz, ganz toll. Jetzt habe ich hier schon ein bisschen Mehl, da kommt noch Zucker dazu, weil jetzt brauchen wir nämlich dann den Mürbteig, ne? Kleines Briesele Salz und die kalte Butter aus dem Kühlschrank, die habe ich schon mal gewürfelt. Und dann tun wir noch ein glückliches Ei dazu und dann tun wir alles so richtig schön mit den Händen und ohne Schale, Joanna, verkneten. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an die Streuselsache, gell? Und da wollte ich mich bei euch nochmal bedanken, weil so viele haben mir ihr Rezept geschrieben und auch dann gesagt, ich muss mehr Butter nehmen, dass dann die Streuselchen schön rund und knusprig werden. Vielen, vielen lieben Dank nochmal dafür auf jeden Fall. Dann lasse ich mir mal was einfallen mal. Dann machen wir das nochmal zusammen. So, schau mal, so muss der ausschauen. Ne? Und dann brauchen wir auch schon unsere Springform. Die habe ich da hinten schon mal vorbereitet. Habe mein Backpapier schon mal eingespannt. Und dann tun wir jetzt den Teig schön gleichmäßig verteilen. Mensch, vor lauter Schnattern habe ich jetzt noch was vergessen, weil ich muss ja den Rand noch ein bisschen ordentlich einbuddern. Mensch, Joanna, ne? Aufpassen, da steht die Schüssel nicht, dass die wieder runterhaut. Richtig schön fett den Rand gebuttert, ne? So, guck, und am Rand habe ich den so ein bisschen hochgedrückt, so 1 Zentimeter ungefähr und schön glatt. Lasst euch ruhig Zeit. Je ordentlicher das ist, desto schöner ist am Ende das Ergebnis, ne? Und jetzt geht's auch schon los mit der Füllung. Dazu hauen wir uns jetzt ein paar Eierchen in die Schüssel. So, und dann kommt auch schon gleich ein ganz Kilo Magerquark dazu. Jetzt mache ich mal hier bloß ein bisschen auf, ne, weil sonst mache ich mir wieder alles ganz dreckig. Warte mal. Zack. Plupp. Oh Gott. Schon wieder gescheppert. Das ist immer bei mir. Das ist furchtbar, Mensch. Aber es ist nichts kaputt. Gott sei Dank, ne? So. Und dann brauche ich jetzt hier noch mal einen neuen Löffel. Warte mal. Weil da habe ich noch ein bisschen Puddingpulver. Und das kommt in den Zucker rein. Bisschen vermischen, ne? Und da können wir dann schon anfangen, alles richtig schön cremig zu verrühren, gell? Und das gebe ich jetzt auch löffelweise langsam mit dazu. Und wisst ihr, was auch ganz, ganz wichtig ist, damit der Käsekuchen nicht reißt? Ihr müsst den Quark und die Zutaten alle rausnehmen aus dem Kühlschrank rechtzeitig. Der Quark, der steht jetzt schon seit gestern Abend draußen, dass es so richtig schön zimmerwarm ist. Weil wenn es nämlich eisekalt zusammenrührt und es kommt dann in den heißen Ofen, den habe ich übrigens schon vorgeheizt, 165 Grad Ober-Unterhitze, ne? Dann reißt es nämlich dann oben ein, dann gibt es Oberflächenspannung wegen dem starken Naturunterschied. Katastrophe wieder hier, echt, ne? Temperaturunterschied zu Anna. Wisst ihr, habt ihr es jetzt verstanden, oder? So, und dann noch ein kleines bisschen Butter für die Cremigkeit zusätzlich, weil Fett macht ja auch Geschmack, ist klar. Die ist wieder flüssig und auch nicht zu heiß und nicht zu kalt, ne? Ach ja, viele von euch haben mich ja gefragt nach der Streichhilfe. Die ist jetzt nämlich auch wieder lieferbar. Guckt mal hier und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr gleich mal im Shop schauen. Und jetzt haben wir hier unser Teig soweit fertig oder beziehungsweise unsere Füllung, ne? Und das nehmen wir jetzt dann hier mal raus, tun das Ganze noch mal ein bisschen mit dem Spatel, Teigspatel, schwieriges Wort, ne? So ein bisschen unterhebe und dann kommt auch schon ungefähr die Hälfte davon auf die Brote. So, ist das nicht herrlich, kann ich euch sagen. Und jetzt geht's schon gleich weiter. Jetzt tun wir dann unsere Früchtchen so ein bisschen hübsch anordnen. So, und dann hier das Ganze ein bisschen abdecken, wieder mit Füllung. Ein bisschen was müssen wir noch übrig lassen, ne, für die letzte Schicht. Also irgendwie ist mir das hier jetzt so ein bisschen zu zappelig, ne? Aber warum nehme ich jetzt nicht einfach mal Streichhilfe? Mensch, Joanna. So ist es doch eine Sache, gell? Einmalig hier, du. Und dann kommt auch schon die nächste Schicht. Kann euch sagen, das wird so eine richtige Frucht-Käsekuchenbombe. Und jetzt damit Rest schön abdecken.
So, und jetzt verteilen wir das dann auch erst mal grob so ein bisschen, ne? Und zum Glattziehen, ne, nehmen wir natürlich unsere Streichhilfe, ist klar, ne? Was da so rauslugt noch, das tun wir einfach so ein bisschen untertauchen, dass die nicht mehr zu sehen sind. Schön. Und dann zum Schluss, zu Deko, tun wir einfach noch so ein paar Erdbeerchen drauf. Und jetzt geht's dann ab für 75 Minuten in den Ofen. Guck mal, wie schön der da aufgeht in dem Ofen. Jetzt sind die 75 Minuten um und jetzt lassen wir noch mal eine Viertelstunde bei geschlossener Ofentür ruhen. So, guck mal, jetzt ist schon das Viertelstündchen um und jetzt lässt man dann noch einmal bei leicht geöffneter Ofentür. Die Kaffeemaschine meldet sich schon, es gibt aber noch kein Stückchen Kuchen, weil der muss jetzt noch eine halbe Stunde so bleiben und dann nimmt dann raus, lasst ihn komplett auskühlen, am besten über Nacht. Aber die Joanna wäre ja nicht die Joanna, wenn es nicht schon einen vorbereitet hätte. Und da schauen wir jetzt mal, wie der innen ausschaut. Ja, meine Güte, ich kann euch sagen, der ist zum Ausrasten lecker. Macht's unbedingt nach. Ciao, macht's gut.